Das ist der Emax Haft Pro, ein 5 Zoll FPV Racing Quad. Vorne ist die gute KDX Ratel FPV Kamera. Innen ist ein F4 Stack mit 25 Ampere 32 Bit ESCs. Die Pulsar-Motoren sind starke 2306 Motoren mit 2400 kV und ich fliege den Tattu Funfly 4S Akku. Dies ist ein Racing Quad, bei dem der Akku unten sitzt und der Quad besonders leicht ist mit 300 Gramm ohne Akku. Hinten ist die Emax Nano FPV Antenne an einem 25 bis 200 mW Videosender. Im Lieferumfang bekommt man eine Ersatzhaube und 6 Paar Propeller, wobei 2 Sorten der Propeller dabei sind. Die dicken FN 5030 und die dünnen 5028 Propeller. Die Carbonarme sind 5 mm dick und der Rahmen ist richtig fest und stabil. Ein guter Akkugurt mit Silikonbeschichtung ist dabei. Die Pulsar-Motoren sind gute 2306 4S-Motoren mit LED-Beleuchtung, natürlich auch als 6S-Motoren erhältlich mit 1700 kV. Bei der LED-Beleuchtung unter den Motoren gibt es 3 farbige Einsätze, in Rot, Blau oder Transparent. Die LEDs gehen an, sobald die Motoren sich drehen und werden heller bei einer schnelleren Drehzahl der Motoren. Das sieht auf jeden Fall gut aus und wiegt kaum mehr. Der Quad wiegt 300 Gramm und mit einem 4S-Akku 475 Gramm, was sehr gut und leicht für FPV Racing ist. Außer dem Emax Haft Pro gibt es die Sportversion mit den 2207 Eco-Motoren, die qualitativ etwas schlechter sind, aber trotzdem fast die gleiche Leistung abgeben als die Pulsar-Motoren. Natürlich fehlen hier die LEDs unter den Motoren. Die Sportvariante hat eine KDX F2 FPV-Kamera statt der KDX Ratel bei der Pro-Version. Der Sportquad ist gerade 6 Gramm leichter als die Pro-Version. Beide Quads fliegen fast identisch. Ich fliege hier die Pro-Version mit einem 1800 mAh 4S Akku und mit dem 1550 mAh Akku, der eigentlich vollkommen ausreicht und leichter ist. Der Emax Pro ist schön schnell, super wendig und es macht Spaß, mit dem FPV Racing Quad schnell zu fliegen. Hier das FPV-Bild der Sportversion mit der KDX F2 Kamera. Das Bild ist gut, obwohl mir das Bild der Ratel-Kamera bei der Emax Pro-Version besser gefällt. Beide Quads sind super von Emax eingestellt, ob die Sport- oder Pro-Version. Beide fliegen fantastisch. Die Sportversion fliege ich mit 6S-Akku und der Quad fliegt nicht anders als die Pro-Version mit einem 4S-Akku. Heute ist es aber sinnvoller, die 6S-Version zu nehmen, da bei der höheren Spannung weniger Ampere aus dem Akku fließt und so die Spannung nicht beim Vollgas so absackt wie bei einem 4S-Akku. Der Emax Quad ist aber hier leicht und braucht nicht so viel Strom. Somit ist es wiederum egal, ob man die 2400 kV-Motoren mit einem 4S-Akku fliegt oder die 1700 kV-Motoren mit einem 6S-Akku fliegt. Der Mini F4-Stack mit 35 Ampere ist klasse. Sehr klein, mit 20 x 20 mm Bohrung und leicht. Die 2 dicken Kondensatoren sorgen für störungsfreie Stromversorgung ohne Spannungsspitzen und ohne Störung im Videobild. Auf der Haube von Emax passt am besten eine GoPro Session oder Runcam 5 drauf, die nicht so schwer ist. Ich habe leider keinen 3D-Drucker und so habe ich die Runcam 5 mit Klebeband am Emax befestigt. Etwas riskant, aber liefert mir ein sauberes Videobild. Eigentlich ist der Emax Haft ein Racing und kein Freestyle-Quad. Daher ist hier nicht vorgesehen, mit einer Actionkamera zu fliegen. Aber es geht. Das Video der Runcam 5 ist gut. Noch besser ist aber das Video der Runcam 5 Orange, welcher gegenüber der schwarzen Runcam 5 verbessert wurde. Eigentlich müsste die Runcam 5 Orange Runcam 6 heißen. Also wenn jemand die Runcam 5 kaufen möchte, dann nur noch die orange Version. Ich hatte mega Spaß mit dem Emax Quad. Hier spürt man sehr gut die Beschleunigung von dem Quad. Das ist nun mal so, wenn ein Quad um 300 Gramm leicht ist,
Ein Freestyle-Quad ist da meistens um 80 Gramm schwerer und das merkt man deutlich. Erstaunt war ich, dass die Runcam 5 so gut auf dem Emax Quad platziert ist, sodass die Propeller nicht im Videobild zu sehen sind. Meine Empfehlung ist der Emax Haft Pro, die 6S-Version. Wer nicht so viel Geld ausgeben möchte, der kann aber beruhigt die Emax Haft Sport-Variante nehmen für 6S-Akku.